Du brauchst sogar ein eigenes Backstage, mein Status, den du erreichen musst. Polacco, der Mann für alle Fälle. Wir sind wieder da. Wir waren 2 Wochen nicht hier, aber ich strande immer öfters in Hamburg, Alter. Wir sind da, ESN-Gym, aber wir wollen uns hier nicht lange aufhalten heute, denn heute startet das Prague Pro Wochenende, wo viele von euch und ich selber auch ultra mitgefiebert haben, unter anderem Chris in der Offenen. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, aber einen guten Pump wollen wir uns auch nicht entgehen lassen. Deswegen dachten wir uns hier kurz noch nach Hamburg vorbeischauen. Gestern noch auf einem Event von meinem guten Freund Kobosil gewesen. Deswegen relativ spät ins Bett gekommen, aber wir wollen keine Ausreden finden, sondern wir arbeiten jeden Tag so hart wie es geht fürs nächste Jahr, fürs Ziel Olympia 25. Und so sieht's aus, Männer und Damen. Habe ich gestern auch mitbekommen, dass einige Damen die Videos schauen. Also ihr seid auch immer im Herz drin. Aber heute steht auf jeden Fall noch eine kleine, aber feine Schulter-Trizeps-Session an. Ist gerade auch die einzigsten 2 Körperteile, die keinen Muskelkater haben. Ich sag's euch. Der Muskelkater kickt anders rein, aber ein paar Carbs wurden am Hotelfrühstück auf jeden Fall am Hotelbuffet geladen. Jetzt brauche ich aber noch was für die Birne, um da auch ein bisschen... Ist hier gutes Wasser in Hamburg? Ja. Wenn nicht, muss ich mich schon ein bisschen akklimatisieren, denn ich habe es dir gerade erzählt. Vielleicht hat der ein oder andere Insta-Follower das auch schon gesehen. Ich habe einen Gastauftritt, oder ich bin zu einem Gastauftritt gebucht worden in Indien, 2 Tage vor Weihnachten. Und wenn ich da irgendwas mit einem Magenshit mir reinziehe, nimmt meine Mom, die nimmt den Hausschuh und Kochlöffel, klebt Käse außenrum. So polnische Mutti, wisst ihr Bescheid, oder mit polnischen Wurzeln. Wenn Weihnachten da, der Junge nicht gesund auf der Matte steht, dann nimmt die das Ding, feuert es bis nach Mumbai, mir komplett in die Visage, und wenn ich dann nicht da gesund aufkreuze, dann gibt es ein Donnerwetter. Deswegen, ich mache schon Akklimatisierungsphase. Deswegen müssen wir auch später noch zu McDonald's. Ich mache Prep für Indien. Nee, aber ja, Crank, Sour Power am Start. Richtig geil, habe ich noch irgendwo in meiner, ich habe so eine riesen Aldi-Tüte mit Proben drin. Und da greife ich immer einmal tief rein, wenn wir on the road sind, was wir in letzter Zeit ziemlich oft sind. Und es ist einfach praktisch, hier haben wir eine Portion drin, die lade ich mir rein und dann toben wir uns ein bisschen aus. Auch ein geiles Studio natürlich. Wer das letzte Video nicht gesehen hat, da war ich im Evoland bei Brosep. Das war schon, also das ist schon sehr, sehr krass. Aber hier das Studio für so ein Allround-Gym, ich meine, wir haben auch CrossFit und so hier noch dabei, ist auf jeden Fall ein geiler Standard und kann man in Hamburg auch abchecken. In diesem Sinne sage ich auf das Prague Pro Wochenende, Stößchen, holt euch was zu essen und genießt die nächsten Videos aus Prag. Und wir genießen einen saftigen Pump am Samstagmorgen. Das ist über die Qual der Wahl. Eigentlich hätte ich mich Bock, jetzt auch hier in den Massagesessel reinzusetzen. Aber wir gehen lieber the Stairway to Heaven hier hoch und ballern jetzt erstmal. Ich habe noch Todesmuskelkater in den Legs. Aber hilft ja alles nichts. Wenn der Booster zündet, dann machen wir das schon. Oder hier ein bisschen Zirkeltraining halt. Auf Rentnermodus. Ja. Digga, wir fangen einfach da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Also wer das ESN Gym Opening Video nicht gesehen hat, da habe ich den Trizeps auch schon ein bisschen demoliert. Eigentlich voll schade, weil der... Machst du wieder das Gleiche? Ja, Schultern ist neu heute, aber das Back Equipment sieht auch sehr, sehr ansprechend aus. Und das Brustzeug auch, deswegen. Aber ey, ich trainiere, ja, das auf alle Fälle, aber mein aktueller Trainingsplan ist gerade einfach immer das zu trainieren, was nicht verkatert ist. Restdays baue ich so ein, wie es halt passt ungefähr, weil gerade auch ziemlich viel ansteht, auch mit Miracle-Wear und so. Wir haben ja auch einen Stand jetzt am Sonntag bei der EVLS. Und da gucke ich dann immer so, dass ich das drumherum baue. Bald wird es aber wieder richtig seriös, so, oder was heißt bald? So ab Anfang Mitte Januar starten wir, glaube ich, in die Off-Season dann rein. Und da habe ich, was Training angeht, auf jeden Fall bald auch
dicke News zu announcen. Denn das werde ich nicht alleine gestalten, sagen wir mal so. Nächstes Jahr muss wirklich alles rausgepresst werden, was geht. Aber jetzt machen wir erstmal Training und dann, wenn es News gibt, erzähle ich euch davon. Die schmieren richtig gut. Ja, im Bunker ist ein bisschen. Ich glaube, wir machen jetzt sowas wie enges Bankdrücken. Da noch was über Kopf. Ja. So die üblichen verdächtigen Übungen. So gerade die Phase nutze ich aber auch jetzt, um so ein bisschen auch neue Übungen in Anführungsstrichen. Gibt es nicht wirklich neue Übungen, aber so neue Bewegungen ein bisschen zu erlernen und zu gucken, was kann ich verbessern, weil oft, viele denken immer so, ja, wegen Genetik wächst das und das nicht, aber ich bin der Meinung, kann jetzt irgendwie evidence-based kompletter Bullshit sein, den ich erzähle, aber also vom Gefühl her glaube ich, guck mal, meine Beine, die wachsen ja einfach überkrass, aber ich glaube, das ist einfach die krasse Ansteuerung, die ich so in den Beinen habe und egal was ich mache, hittet das halt das Bein perfekt. Und da kriege ich auch nach einem Satz Beinstrecker einen abartigen Pump drin. Und gerade so bei zum Beispiel meinem Rücken, bestes Beispiel. Ich habe den, glaube ich, nur verbessert so heftig von letztem Jahr auf dieses Jahr, weil ich den viel besser getroffen habe und einfach Bewegungen für mich gefunden habe, die passen. Deswegen ist auch immer die Frage so, sag mal beste Backübung. So. Ist immer so ein bisschen schwierig, weil für mich kann es zum Beispiel, was weiß ich, aufgelegtes T-Bar-Rudern sein. Und für andere ist es enges Kabelrudern. Und ich glaube, das letzte Mal enge Kabelrudern habe ich mit William Bonek vor 3 Jahren. Die hast du auch, oder? Ja, genau, die hasse ich überall. Das habe ich ja in Kuwait auch gesagt. So, und lasst bitte alles machen, aber nicht das. Weil da geht bei mir, also treffe ich zero meinen Rücken. Und jetzt versuche ich halt auch Übungen, wo ich damals vielleicht zero gespürt habe, jetzt auch mal auszuprobieren und zu gucken, wie fühlt es sich jetzt an? Also machen wir Kabelruder. Joke. Aber hier wunderschönes Peace, die Cybex Multi. Digga, was ist das hier für anaboles Licht? Das sehe ich aus, als könnte ich jetzt gleich starten, Alter. So Leute, Spaß. Wir starten in der offenen. Wir holen uns jetzt nur einen Pre-Stage-Pump ab und dann lege ich im Auto die Beine hoch und dann passt es schon. Doch stärker als gedacht, Junge. Was ist denn hier los? Ein bisschen tiefer. Ja, heute auf jeden Fall alles abgearbeitet. Das Geile an der Crossover Hit the X Croissant Übung. Da deckt man alle 3 Köpfe vom Trizeps sehr gut ab mit der Übung. Deswegen mache ich die gerne auch so zum Einstieg. Mache dann so eine schwerere Drückvariante. Also jetzt nicht super heavy, aber diese JM Press kann man sich schwer machen. Da hast du halt ultra isoliert den Trizeps und hier nochmal Überkopf halt. Klassisch langer Kopf. Sorgt dafür, wenn ihr den Doppelbizeps stellt, dass hier irgendwann hoffentlich so ein fetter Winkearm, was die Frauen nicht wollen, aber die Männer umso mehr am Start ist. Und dann hat man alles gut bearbeitet.
Ich spüre die Übung immer besser und besser, muss ich sagen. Kommt an, aber ich enjoy gerade diese nach der Wettkampfphase Pumps. Und ey, Bodybuilding ist nicht kompliziert, Alter. Das ist, lieber machst du Sachen mit 80%, so dumm wie es klingt, aber bleibst kontinuierlich dran, als 2 Wochen mit 100. Das sind immer so diese Neujahrspumper. 2 Wochen die Todesmotivation und dann halt geh nichts mehr. Verkomplizier's doch nicht so und geh lieber mit 80% rein und mach das aber mit Kontenance, als dann so alles zu machen. Ganz genau jedes Reiskorn hier und da abzuwiegen, alles so übelst kompliziert zu machen und dann aber abzukacken. So. Das ist einfach in unserem Sport so, es braucht ein bisschen Zeit, es braucht ein bisschen Geduld. Wäre es einfach, sage ich immer, wird jeder so aussehen. Ja, Leute, das war's. Eine weitere saftige Session aus dem ESN-Gym. Können den Haken hintersetzen. Jetzt gucken wir uns, dass wir da beim Edeka gegenüber noch ein paar Reis- oder Maiswaffeln holen. Und unten noch 2 Isoclears abgeiern. Polacco steckt sich auch immer was ein, wenn es gratis gibt. Deswegen für meine Community auch immer auf FIBO oder ESN-Events lasse ich die ein oder andere Tüte immer in der Menge verschwinden und sag, bedient euch. Ich kenne die Zeiten noch, Digga, wo ich auf der FIBO rumgelaufen bin und am Ende des Wochenendes mit 2 solchen fetten Lidl-Tüten voll mit Proben, Riegel und was weiß ich was nach Hause gekommen bin. Da war man erstmal ein bisschen versorgt. Deswegen fühle ich. War eine gute Session. Ab nach Prag. Wir sehen uns auf dem Weg. Wir sind angekommen. Spaß. I wish. Aber wir sind bei Marvin und holen die Meals noch ab, bevor es dann, das war das Zeichen, es ab nach Prag geht. Und weil wir heute zu wenig Bewegung haben, nehmen wir gleich wieder. Ja, alles gut. Es geht ab. Moin. Marvin am Start, der Retter in Not. Ja, natürlich. Guck mal, eine Woche vor seinem Wettkampf. Und der macht sich die Mühe. Aber das ist meine Wildcard. Also noch geht's mir gut, ab morgen gibt es Energie. Ja. Ja, aber dann ist es nicht mehr lang. Hi. Hat sich fleißig in die Küche geschmissen. Ja, mega korrekt, ey. Danke dir. Schau ich das an. Ein Traum. Was würden wir ohne den Traum machen, Alter? Herrlich, sind wir ausgestattet. Ja, nicht essen, dünn bleiben. Gerne, gerne. Danke, danke. Ich wünsche dir viel Erfolg. Der Next Pro von Germany hier. Vielleicht nächste Woche, ja. Ich will die Pressure jetzt nicht hochtreiben, aber nee. Der hat jetzt ein paar Mal wirklich top geplaced und gut abgeliefert und ich glaube, die Judges reden auch so ein bisschen und dann wird das schon. Ey, dir auch. Vielen Dank. Gerne. Oh, ja. Mega korrekt. Mein Reiskocher steht bereit für euch. In diesem Sinne. Dankeschön. Der muss sich jetzt die Pro-Card holen und dann seht ihr auch ein Training mit uns beiden. Also gerne, gerne. Schon sind wir da. Über die Autobahn geflogen. Direkt ins Backstage. Live vor Ort. Mit Hoff. Ich bin in die Arme geflogen. So sieht's aus. Wir sind gerade runter von der Autobahn. Bist du ein bisschen grau geworden? Bisschen, ja. Ich mach dir nach.
Meine Tochter hat letztens zu mir gesagt, ich soll mich rasieren, das sehe aus wie Weihnachtsmann. Hold down. Oh good. Ruin your time. Ja, aber ich weiß schon. Chef ist da. Jetzt ist alles gut. Ja, bei dir? Ich wollte dich nicht stören vorher. Hey, wir reden noch. Ja, alles gut. Muss dir so Props geben. Richtig geil. What's going on with retirement now? Oh man, we're in a good spot, bro. Yeah. You planned it, huh? Yeah, it's nice. Yeah, spend more time in the camp. Yeah. So let's cross street more Driving things. more fast cars. Yeah. So now you're gonna see you more often here in Yeah. Germany, huh? Zadanie to za nim. Let's go! Junge. Halbe Gefolgschaft dabei hier. Braucht sogar ein eigenes Backstage. Lass die Leute denn hier nicht auf den Sack gehen. Das ist mein Status, den du erreichen musst. Aber es geht weiter. Ey, die Jacke ist geil. Nach einer halben Stunde habe ich jetzt auch mal 1, 2 Atemzüge, um zu sagen, wo wir sind. Wir sind bei der EVLS. Wir sind auf den Parkplatz gefahren, 100 Meter gelaufen und sind direkt ins Backstage spaziert. Und jetzt sind wir da, was soll ich euch sagen? Schon mal krasse Eindrücke. Ich wurde erst mal so, wow, außer 6 Stunden Autofahrt, bisschen gammeln, direkt in die Show rein. Und ja, heute haben wir Spaß, gucken uns das Ganze an, essen Popcorn und enjoyen die Show. Und ja, morgen sind wir auf jeden Fall am Stand. Aber es sind einige Athleten da, die man kennt, die man wieder kennt. Ist auch ultra familiär, deswegen, ja. Fede. The Spanish Warrior, der spanische Halunke. Oh gut. All good, bro. You're looking bigger. Hier haben wir einen Granatenathleten. Einen Athleten, den ich sehr, habe ich schon in einigen Podcasts und einigen Videos auch gesagt. Weil, kannst du dich erinnern, eigentlich nicht schade, dass es die gleiche Venue ist, weil die letztes Jahr war es nicht so geil wie die. Aber letztes Jahr habe ich noch gesagt, ey, Matze, Alter, 10 Kilo Fleisch auf dir drauf, das sieht so geil aus. Gesagt, getan, ein Jahr später steht er da. Nee, nicht ganz 10. Ja, 7,5. Das Gewicht ist scheißegal, aber mit einer deutlich geileren Form. Du gibst auch genau das wieder, was einfach Bodybuilding ist. Oder Okay, Mann, das kann ich nur wärmstens zurückgeben. Ja, aber auch Du hast so das auch gestartet offenen, jetzt. weißt du. Ich finde das geil. Ich bin auch mal gespannt, was Oh ja. Chris macht, so wie das ausschauen wird. Deswegen Absolut, ja. Ich bin gespannt, also ich hoffe natürlich, dass ich ins Finale komme. Ich möchte die Kür unbedingt zeigen. Ja, das ist auch wahnsinnig geiler Poser. Also unbedingt mal abchecken auf Insta und auch den Posing Sunday, gell? Ja, Mann. Ja, weiß ich doch Bescheid. Du kennst, Alter, Ja, klar, das heißt Alter. was. Das ist geil. Wie geht's dir jetzt eigentlich? Du schaust auf alle Fälle ein bisschen Ja. ausgeruht aus. Voll. Nee, mir geht's wirklich top, muss ich sagen. Ja. Man hat Spiel Revue passieren lassen, das Ganze. So auch einfach die letzten 5 Jahre ultra viel gewesen, natürlich an Wettkämpfen, back-to-back, ohne wirklich Rest. Und jetzt so zu wissen, hey, normal hättest du jetzt so eine Woche und dann wäre schon Arnolds im Kopf. Oder eigentlich wäre jetzt schon Arnolds im Kopf. Und jetzt mit dem Gedanke zu sagen, ey, man macht die nicht. Und zu wissen, ey, du hast jetzt so ein Frühjahr, wo ruhiger ist, auch für den Kopf, weißt du. Wir Wettkampfathleten, du hast dann vielleicht die Erholungsphase 7, 8, 10 Wochen, aber da ist der Kopf nicht erholt. Ich fand das so vom Video so geil, wo du halt wirklich einfach mal eiskalt gesagt hast, ey, übertrieben gesagt, ich habe ein Scheißleben, ich habe 5 Jahre lang nichts anderes als Essen, Schlafen, Trainieren, Ja. sonst was. Ich finde es wichtig, dass man das sagt, weißt Und- weil jeder sieht immer nur das Highlife. Ne? Darum ging es mir eher, weil das 5 Jahre Essen, Schlafen ist ja eigentlich geil, das ist schon Ja, klar. das, was wir lieben, aber Du hast den Druck im Hinterkopf. Aber es ist halt auch eben der Druck und die meisten denken, ja, ich arbeite auch von 9 to 5 und habe Kinder und das. Ey, voll klar, aber
dieses konstante 5 Jahre durchziehen, nicht, da ist aber nicht ein Sonntag, der entspannt ist, sondern du bist immer in deiner Box, immer das Gleiche. Das war halt schon das, was dann, wo du halt irgendwann auch ein bisschen zurückgucken musst und dann ein bisschen Abstand dazu kriegen musst, um dann wieder richtig Bock drauf zu haben, weißt du? Ich würde mir das sau gern noch mehr so Mentalitätsratschläge holen, weil du bist ja jetzt innerhalb den 5 Jahren so krass gewachsen. Ne? Ich bin quasi schon länger als Amateur unterwegs, aber es war ja alles nur Spaß. Und ich werde jetzt erst so konfrontiert mit dem Ganzen. Ne? Obwohl du alles machst und alles abhakst, ist trotzdem dieses Mindset, ist es gut genug und sonst was. Und dabei trotzdem dieser Lockerzeit zu behalten, das ist, glaube ich, das, was den ultimativen Champ dann ausmacht. Das Ganze dann einfach wie so der Amateurathlet zu sehen und sich zu denken, machen wir halt eine geile Show, so, wo halt viel mehr dahinter steckt und viel mehr dranhängt auch als zuvor. Dabei reiß ab die Hütte. Ich danke dir vielmals, gell? Ich wünsche dir was. Ja. Macht es gut dabei. Von nächsten Deutschen, hier Deutsch-Polacke, fast gar nicht erkannt, Alter, so braun wie der ist. Alles klar, Matze. Alles gut, Dankeschön. Mike am Start. Wie fühlst du dich? Ja, besser als letzte Woche. Ja. Ja. Letzte Woche musste Stefan ein bisschen noch schauen, wie das alles läuft. Ja. Aber jetzt fühle ich mich besser, bin 5 Kilo schwerer. Ja, weil das habe ich auch gesagt, die Form war so geil, Bauchkontrolle so geil, Alter, was wir da gemacht haben. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, ich habe 10 cm an Taille verloren. Das ist so krass geworden, dass ich einfach hängende Haut am Bauch habe, weil ich vorher in der Offseason so gemästet wurde. Ja. Ohne Scheiß. Nee, ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch im Podcast gesagt, so weil die alle gemeint haben, du warst in Form. Ich habe gesagt, der war super in Form, aber du warst halt noch zu flach. Man hat dich nicht aus dem Loch rausholen können, weil du so depleted warst. Ja. Und jetzt habe ich, weiß nicht, ob das gestern oder so, habe ich irgendwas gesehen von Form oder so. Nee, heute. Heute war Emil, Chris und William, alle waren da. Hast du so ein Front-Lat-Spread gemacht, dann dachte ich mir schon, Alter, jetzt ist mehr Fülle drin. So. Also ich muss dir eins sagen, was mich gestört ist, wie die Leute sich verhalten, wenn Chris da ist. Ja, war asozial. Also ohne Scheiß. Das finde ich auch. Also klar, wenn wir hier vor der Bühne sind, versteht man, aber Backstage ist es Respekt. So, ich habe extra auch zu Mike geguckt, so ist er gerade in dem Modus, dass du überhaupt angesprochen werden willst. Weißt du so, wenn einer in seinem Modus sein will, dann lässt man das auch, weil hier fokussierst du dich, hier machst du dich ready und dann, dann gehst du auf den Wettkampf. Und dass da die Leute dann anfangen rumzufilmen, so kannst du nicht aber machen. gib ihm noch ein bisschen Privatsphäre, so ohne Scheiße. Jawohl, der hört meine Playlist Backstage. So, jetzt haben wir nach der Runde auch mal hier. Wieder da? Ja, wir waren ja schon einmal. Sind wieder zurück. Immer am Arbeiten. Ja, einer muss es tun. Einer muss es tun, du sagst es. My brother from Kuwait. Team Cotton Candy. Yeah. now he's here in Europe and I take care of him. That's how we do it, you know. He did so many good things for me. Friends. Yes, we are family for real. That's my brother. The brother. This guy focus a little bit. He's competing, okay? That's you. Yeah, you're a distraction. We'll just put you over there. Legende. Alles klar. Ich schaue mir das Ganze an, ganz entspannt, setze ich mich mit dir hin, mit einer Biber und dann chillen wir hier. Dann trinken wir mal Biber zusammen und dann chillen wir mal. Das ist geil. Front double bicep. Front lat spread. Side chest. Relax, Sean and Martin switch. Back lat spread. Side tricep. Narrows and dives.
Your favorite most muscular. Thank you, gentlemen, back in line. Ey, was ging da gerade ab? Völlig krank. Ich hab vorhin noch mit Holle gelabert. Also neben jetzt Sibam, der auch richtig geil aussah. Ey, Matze hat mich gerade richtig vom Hocker gerissen. Ich hab's unnormal gefeiert. Ja, man, einfach der Deutsche in den, was war es jetzt am Ende, Top 4? Ja, Ja. auf jeden Fall. Also das war jetzt die Vorwahl. Mit Martin, Sibam und Genau. Sean. War mit Martin, Matze, Sibam und Genau. Sean die Vorwahl. Also richtig, richtig geil. Aber wie ich schon gesagt habe, es war nur die Vorwahl. Morgen erwartet uns das Finale. Ein weiterer Tag. Ich werde auf jeden Fall im Miracle-Wear-Stand am Start sein. Wir haben jetzt, glaube ich, wenn das Video auch rauskommt, eine geile Rabattaktion am Laufen. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Ja, zum Prejudging gibt es sonst nicht mehr zu sagen. Ich würde sagen, ihr habt schon erste Einblicke bekommen und wir sehen uns spätestens morgen früh in alter Frische wieder. So geil, so geil, ist mir scheißegal, du darfst mich voll sagen, wie du willst, Alter. Ich hab dich gesehen. Ja. Du hast was so gemacht. Ich noch. Dann, okay, komm jetzt. Und ich dachte mir auch nur so, aber jetzt bleib mal cool, beruhig dich, Digga. Weil ich, Mann, so geil einfach, Alter. So geil. Hammer, wirklich. So verdient, Bro. Weißt du, was das Krasse ist? Wie er beim ersten Mr. Olympia war und sonst was. Das habe ich dir mal erzählt. Ich habe ja 2017 Pause gemacht, dann, weil ich gesagt habe, das passt jetzt schon alles. Und er war derjenige, der da durch den Olympia, durch den Aufstieg, der auch gesagt hat, hey, Deutschland wieder nach vorne, geil. hat mich dann mitmotiviert, Du hast dass auf ich jeden wieder Fall nach weitermache. vorne gepusht. Und weißt du, was der Punkt ist? Weil du so ein Gemeinschaftsgefühl erweckt hast, Das ist die geil. Leute mitgerissen hast. Und So das hat muss mich sein, so motiviert, Alter. dass ich auch wieder weitermache. Auch wenn ich schon der alte Sack von Aber Bein bin. jetzt geht's erst richtig los bei dem Ja, da bin Kollegen. ich gespannt. Ja, jetzt Beine hochlegen und... Can I get a picture? Yes, you can, you can. You are so big, man. Yeah. Hey, Urs, please one photo. Tomorrow, tomorrow. Man. Was geht hier ab? Hey, you come to the hotel with me.